Herzlich willkommen zu dieser Folge von Sündgeplauder. Heute habe ich hier Solid Mind. Solid Mind hat 54.000 monatliche Hörer und allein der Song Kanasi hat 2,4 Millionen Streams auf Spotify. Und hinter Solid Mind steckt der Künstler Stefan Kellner. Und den habe ich heute hier. Ich freue mich ganz besonders drauf. Und wir legen los. Hallo Stefan, wie Hallo geht's dir? Matthias. Ja, super, super. Und dir? Ja, alles bestens. Ja. Ich freue mich unglaublich, dass wir heute das Interview haben. Ich habe schon ganz viel von deiner Musik angehört auf Spotify und bin ganz begeistert, was du alles machst. Hast auch ein paar tolle Videos auf YouTube. Die verlinken wir dann natürlich alle unten im Video, dann könnt ihr euch das direkt anschauen. Ja, danke für die Einladung, Matthias. Danke. Sehr gerne, Ja. sehr gerne. Erste Frage, Stefan. Würdest du dich mehr als Producer oder als DJ sehen? Ja, das ist auf jeden Fall mal ein guter Einstieg. Da könnte man bestimmt halbe Stunde drüber reden. Auch. Also ich sehe mich prinzipiell schon eher als Producer, aber so das DJ-Dasein ist eher so das Vehikel, um ja auch in die Welt zu kommen, um auch zu spielen und wahrgenommen zu werden. Hat den Hintergrund, dass ich denke, für ein Live-Set, also ich habe auch schon Live-Sets gespielt, ist es ja auch deutlich kompetitiver und die meisten Clubs, die arbeiten ja auch echt nur mit DJs und du hast dann, wenn du Live-Act bist, ja auch dann wirklich dann auch nochmal so eine bisschen andere Schiene, auch vielleicht mehr so Richtung Festival etc. Ich glaube, so das Beste aus beiden Welten ist so eine gute Mischung. Ähm, DJ ist für mich das Problem so ein bisschen, dass ich oft das Gefühl habe, dass es viele DJs gibt, die so ein bisschen so diese Rolle einnehmen wie bei einer Kunstausstellung, wo man dann Gemälde von anderen Leuten so ein bisschen ausstellt und es so als seine Ausstellung verkauft. So quasi, ja, ich bin jetzt hier DJ und spiele die Tracks von ganz vielen anderen Künstlern und drücke dem Ganzen so ein bisschen meinen Stempel auf. Und es ist für mich dann immer so ein bisschen schwierig, weil so, ich finde, dass da schon so die tatsächliche Arbeit auch, so den Track zu produzieren, zu mischen, zu mastern, so alles, was dahinter kommt, die Idee, die Vision, das ist viel mehr als nur ein DJ-Set, wo man irgendwie 10 Tracks schnell zusammenreiht. Und ja, und meistens gibt ja auch viele DJs, die da schon sehr extrovertiert unterwegs sind und dann auch gewisse Show-Einlagen damit kombinieren und pipapo. Also ich würde mich dann deutlich schon eher auf Live Set so producermäßig würde ich mich eher schon in die Ecke stellen und da konzentriere ich mich auch aktuell deutlich mehr. Ja. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, naja, viele von diesen DJs, die haben pre-recorded irgendwas und drehen dann nur noch ein paar Knöpfchen, die tatsächlich gar nichts am Sound ändern. Äh, Gibt es auch ganz prominente Stimmen, die das sagen und ja. manchmal hat man schon den Eindruck, ne, wenn man sich diese Dinge anschaut und ein bisschen was von Musik versteht, Ja. Ja. ja, dann sieht es so aus, als okay, da läuft was und jemand ja, dreht halt Knöpfchen. Ja. Ja, da ist viel visuell halt auch einfach dann, ne? Auch so mit dem Instagram, so mit dem Medium, dann, da ist sehr viel visuell und auf so einer Ebene, die eigentlich nicht viel mit der eigentlichen Arbeit so als Produzent zu tun hat. Ja. Ja. Du warst, glaube ich, letzte Woche in London und Genau, hattest da ja, einen Gig. ja, ja. Erzähl mal, ist es in England anders? Ist das Publikum anders als jetzt in Deutschland oder der Schweiz, Österreich? Ja, also ich finde, man hat auf jeden Fall schon Unterschiede. Also ich habe schon zweimal in England gespielt, auch einmal in Manchester. Das war aber jetzt in dem Fall tatsächlich eher so Bar-Club-mäßig, also jetzt nicht mit großer Crowd und Club-Setup. Von daher kann ich es nicht ganz genau sagen, aber ich kann zum Beispiel, also ich habe ja auch in Paris und in Mailand und Pipapo gespielt, da ist schon ein großer Unterschied. Also vor allem auch, was so in Frankreich, so Paris, was ich so wahrgenommen habe von den Leuten, der Vibe.
Die haben dann auch wieder so eine ganz andere Art, die Musik wahrzunehmen, so ein bisschen künstlerischer auch, so ein bisschen verspielter auch oft. Und jetzt, ich komme ja ursprünglich auch aus München, ich habe da ja eigentlich dann da auch in sehr vielen Läden gespielt, eigentlich so gut wie alles, was es gibt in München. Und da hast du dann ein ganz anderes Publikum. Also das ist dann teilweise so, dass du dann die Musik so ein bisschen auch fast schon zur Nebensache wird oder dass es dann mehr so um dieses Sehen und Gesehen werden dann auch geht. Also es ist sehr unterschiedlich von Event zu Event und Festival ist dann auch wieder eine ganz andere Welt. Also wo ich dann auch mal irgendwie ein Festival in Holland gespielt habe, da waren Unmengen, irgendwie so 500 bis 1000 Leute, wo ich gespielt habe und es ist auch ein ganz anderer Vibe dann, weil das dann auch ja, so dann auch die Track-Auswahl, die Selection und die Daytime sozusagen, also wie tagsüber oder nachts, es macht einen riesen Unterschied. Ja. Und ich glaube, tendenziell gibt es manche Städte, wo es ein bisschen mehr, oder weiß, die Leute haben mehr Ahnung oder mehr so Wissen auch dahinter von der Musik oder welche Künstler auch kommen. Und dann gibt es halt auch Städte, wo es dann eher ein bisschen so ja, ich bin halt hier und weiß jetzt aber nicht unbedingt, wer heute Abend spielt. Ja, also das gibt es natürlich auch. Okay, Ja. okay. Du hast ja hinten ein paar ganz tolle Synthesizer im Hintergrund stehen. Wie kamst du denn in Kontakt mit Synthesizern überhaupt? Ja, das war so vor 6, 7 Jahren. Ich habe damals, also ich habe schon sehr früh angefangen, viel zu produzieren, habe dann da so einen Kontakt in München kennengelernt. Ist ein langjähriger Kumpel jetzt auch seit 5, 6 Jahren. Marc Tamonea heißt er, ist auch so ein bisschen aktuell, was heißt bisschen, ist ja schon ewig in der Pop-Industrie auch, elektronische Musik und der hat mir dann so ein bisschen so mentormäßig auch dann viel Input gegeben, sich meine ganzen Tracks angehört und dann auch so hier waren wir dann oft eben im Hieber Lindberg, also in dem Laden in München, haben wir die ganzen Synthes ausprobiert, die es da gab und er war da immer schon so, ja, hör dir mal den an. Hör dir mal den an. Und dann kam man halt so sehr schnell dann so immer so ja, heute ist es der, heute ist es der. Und dann, das war immer sehr interessant für mich dann, also rumzuprobieren auch. Und so diese Uniqueness auch von jedem Synthesizer so ein bisschen so rauszuhören. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht dann. Dann bist du letztendlich bei Prophets hängen geblieben. Ja, es ging dann relativ schnell. Also ich muss dazu sagen, weil ich hatte natürlich auch jemanden dann an meiner Seite, der sehr viel Erfahrung auch hatte mit allen möglichen Geräten, also über 30 Jahre. Und dann haben wir dann zusammen so mal mit dem Rev 2 natürlich, also der klingt halt einfach, der klingt einfach astrein. Also da kommt eigentlich nichts ran, was so Pads und ja, die Wärme angeht. Vielleicht noch der Prophet 6, ja, aber ich bin definitiv schon also ein Riesenfan vom Rev 2. Und wir haben auch so ein bisschen rumprobiert, also ein Kumpel hatte auch einen Rev 2. Wir haben dann mal so dieselben Presets genommen und irgendwie, aus irgendeinem Grund klingt meiner nochmal einen Tick besser als der von ihm oder auch von einem anderen Kumpel noch. Also es ist zwar so ein bisschen Aberglaube, aber wir haben dann immer so das Gefühl, er hat immer so gemeint, ja, dein Prophet, du hattest irgendwie richtig Glück mit deinem Modell. Also irgendwas haben die da gemacht, dass er noch besser klingt. Ja. Auf keinen Fall anfassen. Ja, So genau, lassen wir es. ja, auf keinen Fall verkaufen und nicht mehr irgendwie rumschrauben oder irgendwas. Also, ja. Ja, das war schon witzig. Ja. Und ich sehe, du hast ja noch einen Moog Sub 37. Machst du mit dem Genau. Bässe oder für was Ja, nutzt du den? ja, voll. Also der ist halt wirklich, der hat richtig Druck. Ne? Also der ist ja so das Go-To von sehr vielen, denke ich mal. Ähm, Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich auch vermehrt so ein bisschen auch mit digitalen Plugins gearbeitet, mit dem Diva-Plugin zum Beispiel für Bässe. Aber so für Pads und auch Lead-Sounds bin ich eigentlich immer mit dem Rev 2 oder auch dem Prophet 6 aufgehoben. Ja. Also das ist so das Go-To eigentlich, ja. Gibt es auch Synthesizer, die du ausprobiert hast, die dich überhaupt nicht abgeholt haben, die dich gar nicht inspiriert haben? Ja, also ich hatte auch mal den Minilog, den Korg Minilog.
Ganz am Anfang. Vielleicht war das sogar der erste Synth, den ich hatte. Ja. Ich habe den auch schnell wieder verkauft. War so für mich so ein bisschen, ja, der klang einfach nicht fett genug, wenn man es so sehen kann. Der klang einfach so ein bisschen immer so, ja, der war einfach nicht so, wo nicht so das ganze Frequenzspektrum auch in vielen Sounds so komplett, also wenn ich ja so ein Recording mache von dem Rev 2, das ist ja so vom Low-End bis zum High-End, das ist ja komplett durchgehend einfach, egal wo du hingehst, in welchem Bereich, es klingt alles irgendwie schon einfach total, ja, sehr warm und auch sehr fett einfach im Mix. Es ist wirklich extrem. Also, wenn ich einmal so zwei Recordings mache für ein Lied und ein Pad, ist es ja schon mega schwierig, das unterzubringen, weil beides schon so krass so selber schon so groß klingt und dann, wie willst du dann noch so groß Percussions Kick? Oder das ist dann teilweise auch schon immer so ein bisschen ein Dilemma. Ähm, ja, aber das sind so meine Go-To auf jeden Fall. Ja, Okay, sehr ja. schön. Ja. Hast du auch Künstler, die dich inspiriert haben? Also wo du sagst, die kommen mir in den Sinn, deshalb mache ich das Ganze. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel früher auch, also schon immer elektronisch gehört, ganz früher auch ein bisschen Metal tatsächlich. So, aber so von den Einflüssen her würde ich sagen, auf jeden Fall Paul Kalkbrenner zum Beispiel, habe ich sehr viel gehört. Auch schon wieder jetzt 10 Jahre her wahrscheinlich damals dann. Das war ein sehr starker Einfluss. Dann auch so mit Burning Man zum Beispiel, so viele Künstler aus Amerika, so Bedouin zum Beispiel, ist eher ein bisschen unbekannt. Also jetzt nicht riesenbekannt, aber in der Szene schon sehr bekannt. Also die sind in Ibiza auch immer am Auflegen im DC-10 oder im Pascha, glaube ich. Ähm, ja, und auch so ein bisschen so von Innervisions, so einige, so Dixon oder Arm, ist auch sehr inspirierend für mich gewesen. So die ganzen Innervisions Label-Releases von früher auch. Also das ist ein sehr breites Spektrum bei mir, aber es ist immer so, es ist auch interessant, weil je weiter man kommt irgendwie, oder je älter man wird, es kommen immer neue Einflüsse von irgendwo, die so oh, das ist cool. So vielleicht will ich ja mal was probieren, was so auch ein bisschen mehr in die Richtung geht oder mehr in das Genre, so das ändert sich ja auch extrem schnell. Also diese Trends, die kommen und gehen ja so schnell, also das ist extrem, da muss man auch wirklich teilweise dann, was heißt muss, aber man hat ja immer seinen eigenen Sound auch, aber ich glaube, man verändert sich auch mit der Zeit, was einem selber gefällt. Und wenn man dann auch, man macht ja auch diese Entwicklung mit so ein bisschen, was gerade Trend ist und was einem gefällt und dann justiert man auch mal so ein bisschen neu und macht, was man dann gerade cool findet, auch selber so nach. Ja, ist immer sehr viel da draußen. Auf jeden Fall auch natürlich Rufus du Sol ist auch eine mega Inspiration für mich gewesen. Ja. Also das ist natürlich schon, die haben ja auch viel mit dem Prophet Six gemacht. Also die sind auf jeden Fall auch Top of Electronic Music. Die haben, glaube ich, auch gerade aktuell so das größte elektronische Konzert in LA veranstaltet. So. Also die haben Tickets verkauft, das kriegt so aktuell kein anderer rein live elektronischer Künstler, glaube ich, hin, so in dem Bereich. Ja. Krass. Wenn du jetzt ein Mixtape machen müsstest, was wären da deine Top 5 Lieder, wenn du die im Kopf hast? Ja, also auf jeden Fall Inner Bloom von Rufus du Sol, kennen wahrscheinlich viele auch die Nummer. Dann von Stefan Bozin auch. Strand finde ich extrem gut. Also das könnte ich tausendmal hören, wird nicht langweilig. ähm, Dann von Sascha Funke noch ein Track Mango, genau, von Paul Kalkbrenner auch noch, das ganze Album eigentlich so von dem Film damals, Berlin Calling. Und von Bicep noch aus England, die ist auch mega gut. Da zum Beispiel noch Atlas ist eine mega gute Nummer einfach. Ja. Also das ist auch also
bei denen auch immer dann zuschaut im Studio, wie die arbeiten, das ist ja alles Drummaschinen, Synthesizer. Das ist extrem inspirierend auch. Ja. Leute, die ganzen Links zu den verschiedenen Bands, die der Stefan jetzt gerade genannt hat, die packe ich auch unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das alles anhören, mal in Ruhe. Also Stefans Mixtape findet ihr in der Beschreibung. Ist tatsächlich, es ist schon ein bisschen, es ist eher kommerzielle Auswahl an Tracks, würde ich sagen. Also es ist schon auch sehr große Künstler, aber es ist halt auch einfach mega gut, muss man einfach sagen. Ja, ich bin ja eher so der Fritz Kalkbrenner Ja. Fan. Ja. Den habe ich letztes Jahr live gesehen in Bremen auf der Seebühne, oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall richtig gut. Also der macht es schon ganz, ganz ordentlich. Ja. Da haben die Leute geraved. War gut. Wobei er kam so auf die Bühne und sagt dann so: Hallo, ich bin der Fritz, ich fange jetzt mal an. Ja. Total easy. So kennt man die so ein bisschen. Ja, Ne? ja. Und dann aber dann 2,5 Stunden durch. Ne? War schon gut. Aber du hast gerade erzählt, du hast die Videos angeguckt von den Studiogeschichten. Wie sieht denn dein Prozess aus? Also was inspiriert dich da zum Beispiel? Ja, ich würde vielleicht so ein bisschen auch in die Story gehen, so wie es auch so vom Produzieren her, glaube ich, würde ich mal ein bisschen eintauchen einfach. Also ich meine, man fängt ja immer so ein bisschen bei Null an. Also jeder irgendwo. Ich habe ja mit 14 damals schon angefangen, so mit FL Studio so ein bisschen rumzuproduzieren. Einfach mal so ein bisschen EDM-Sound, was damals halt so total in war, so 2012, 13, sowas. Bin dann nach und nach so ein bisschen auch in die Techno-Schiene gegangen und dieses ganze Drumherum, dieses Wissen ja auch, was ich dann da so gebraucht habe oder irgendwie auch mir aufbauen musste, habe ich immer so nach und nach auch, also sei es YouTube, sei es irgendwelche Masterclasses, sei es irgendwelche Freunde, die produzieren oder irgendwelche Studios, die auch in Städten stehen. Also da habe ich schon wirklich, da war ich immer sehr offen auch dafür, so mir Sachen anzusehen. So wie macht der das, auch so ein bisschen einfach da so weiterzukommen. Also das war immer schon ein sehr großes, ich glaube, ein sehr großer Skill von mir, das heißt Skill, sagen wir mal, eine sehr große Motivation von mir, auch so mal hinter die ganzen Fassaden zu schauen, wie wird das gemacht, warum klingt es so, wie wird es gemacht, dass es so klingt. Ich war jetzt auch vor 2 Wochen wieder bei einem Mixing Mastering Engineer zu Besuch, hier eine Stunde weg von Zürich, der auch seit 20, 30 Jahren, also komplett so schon alles gemischt hat, was man so irgendwie auch kennt, so im Deutsch-Pop-Bereich und dann auch mal da wieder so ein paar Sachen mitzunehmen, einfach so welche Plugins oder welche Hardware oder welches Setup hat er und was hat er so für Tipps auch oder das ist immer so mega interessant, weil man kann halt so von allen Seiten so ein bisschen mitnehmen und ich glaube, für mich war das auch so, auch ich habe damals ja auch meine ganze Musik so nach außen geschickt, ähm, so vor ja, 7, 8 Jahren, dann so Feedback zu bekommen auch und auch von einer Kollegin zum Beispiel, also dem Marc auch, dann so nochmal das nächste Level so ein bisschen so gezeigt bekommen, wie er arbeitet, wie er produziert und ja, da nimmt man auf jeden Fall schon sehr viel mit, immer, auch für einen selber. Ja. Das ist eine long journey. Ja. Ja, selbstverständlich. Man lernt auch nie aus. Ne? Ja, das ist Das ist extrem. Ja. definitiv so. Dein Song Kanasi, der so viele Streams hat, wie kam es zu dem? Ja, wie kam es zu dem? Das war so, ich glaube, so März, April, wo gerade die Sonne wieder rauskam. Und man so das ganze Winter im Studio verbracht hat, so ein bisschen auch. Und da war so gerade so voll diese Schiene mit der Musik die so ein bisschen, ja, so ethnisch auch ist, so ethnisch und so ein bisschen andere Soundwelten so ein bisschen reinbringen. Und ich habe da in der Zeit sehr viel produziert. Ich habe ja auch da so mein neues Label gerade angefangen. Auch so mit dem Prophet dann gerade angefangen, so zu jammen. Und ja, ich habe dann so sehr viele Sounds gesammelt, damals auch viel mit Splice eben oder anderen Kanälen.
und dann so viel rumexperimentiert einfach. Also ich habe damals noch sehr viel auch mich inspirieren lassen von, zum Beispiel ich höre jetzt einen Sound und habe schon im Kopf so, wie so alles zusammen irgendwie kommt. Und da habe ich dann auch dann noch irgendwie noch ewig dran gearbeitet, noch Sounds hinzugefügt. Und das ist ja auch so ein Vocal, so ein ganz bekanntes Vocal-Sample. Das habe ich auch zum Beispiel, ursprünglich war das komplett anders, in einer ganz anderen Reihenfolge. Ich habe es so zusammengeschnitten, die Schnipsel, dass es irgendwie so eine Vocal-Melodie ergibt. Dann noch eine Percussion komplett irgendwie verändert, dass sie ganz anders klingt auf einmal. Also so komplett, also Sustain weggecuttet, dass es auf einmal ein ganz anderer Sound war. Und dann alles zusammengelegt. Hatte da dann auch noch die neuen Boxen. So ein Jahr im Einsatz. Damals noch die Eve Audio. Jetzt habe ich die Adam hier. Ähm, Das war auf jeden Fall dann schon so ein, ja, da kommt alles zusammen einfach, ne? Da kommt einfach dann alles zusammen. Dann, wenn man dann 100 Tracks gemacht hat, der 101. Da kommt dann vieles zusammen. Und dann haben wir die Platte released, ja, so indirekt auch dann mit dem neuen Label über Contour. Da sind wir auch quasi so in der Stelle mit drin. Und es gab dann so gutes Feedback. Dann haben wir noch irgendwie auch ein Placement in der Spotify-Playlist bekommen. Organica heißt die. Und dann ist wirklich von heute auf morgen einfach so viele neue Leute aufmerksam geworden drauf und so viele haben mir geschrieben, ja, das ist also krasser Track und dann haben auch so viele Leute das repostet auf Instagram und so von heute, so wirklich so von heute auf morgen irgendwie so Kickstart einfach dann, ja. Und war auch total overwhelmed dann irgendwie so von der Reaktion, weil ich war halt damals auch so im Keller einfach, so ein kleines Studio, so klassischer Bedroom-Producer. Und das war dann schon echt auf jeden Fall, ja, das war sehr, sehr aufregend. Ja, sehr, sehr aufregend, ja. Naja, das hört man dem Song auf jeden Fall nicht an, dass du es in einem Keller gemacht hast. Ja, Das ja. ist ja heutzutage auch eine super Geschichte, weil man praktisch überall ja aufnehmen kann und es klingt Ja, immer irgendwie gut. das Ne? ist extrem, ja. Das ist ja nicht so wie früher. Aber generell fällt mir auf an den Namen deiner Songs, also Manai und Akanta, die sind Ja, ja alle sehr mystisch. ja, voll, Äh, voll. Ja. Bist du ein spiritueller Mensch oder warum die Songs, warum heißen die so? Ja, auf jeden Fall. Also spirituell auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt religiös, aber auf jeden Fall spirituell. Das ist bei mir einfach so eine, ja, es ist so eine Entwicklung, die irgendwie, die mit der Zeit so stattgefunden hat, dass ich dann noch immer mehr so, auch so diesen interessanten Blick über den Tellerrand immer haben wollte. Ich meine, ich komme ja auch aus einem, sage ich mal, kleineren Dorf letztendlich. Und da, I know. ja, und da war natürlich, da war jetzt nicht so viel Input, sage ich mal. Da war halt, man gab halt so dann das und das und das war es halt dann irgendwie. Und dann war für mich halt immer so das Spannendste, ja, so, was gibt es noch so auf der Welt? Und ich war dann auch viel eben Reisen, so Anfang 20 oder auch schon davor. Und das war immer so mega spannend und interessant für mich, da so viele ja, Kulturen auch kennenzulernen, auch einfach so dieses ganze The Way of Living so. Und dann, ja, war das auch, es war auch gerade so wirklich voll im Trend, so dieses Genre, so vor 5 Jahren, 4, 5 Jahren sowas. Und ich habe mich da auch so total wieder so entdeckt dann da drin in dem Sound und das war wirklich, ja, einfach, das war genau das, was ich produzieren wollte und hat dann auch super gepasst. Also, genau, also ich bin jetzt nicht unbedingt immer so am Meditieren jeden Tag, oder, aber ich habe da schon so ein bisschen auch so, zum Beispiel so vom Buddhismus auch so diese Karma. Geschichte und so ist für mich auch sowas, wo ich so ein bisschen ja, Glauben dran gefunden habe, einfach so tue Gutes und empfange Gutes. Und in die Richtung ein bisschen bin ich dann so immer mehr und mehr, ja, so spirituell so ein bisschen gewandert den Weg, ja. Ja, genau. Diese, diese Songtitel, haben die ähm, eine, eine Erklärung? Also bedeutet das was? Es sind meistens auch eher so fiktive Namen,
meistens so, ich nehme mir da manchmal auch sehr viel Zeit dann. Also es kann sein, dass ich mal so eine Stunde lang so überlege, was passt jetzt zu diesem Track? So, welcher Titel beschreibt so dieses Gefühl, das ich von diesem Track bekomme. Ja. Und Kanasi ist zum Beispiel auch so ein Wort, das hat so ein bisschen kantig, so, und das finde ich, passt auch so zu diesem minimalistischen Aufbau teilweise, auch zu diesem prägnanten Kick- und Sting-Sounds. So. Das ist dann immer so eine Mischung, die dann passt. Zum Beispiel dann Manai klingt dann so ein bisschen weicher und wärmer, ist dann ein ganz anderer Track wieder, ist dann eher so ein bisschen so äh, wärmer und weicher und angenehm, so ein bisschen, so mehr so ein bisschen auch in die Yoga-Schiene fast schon. Genau, also das ist dann immer so ein bisschen, je nachdem, wie ich es fühle, ja. Und Kanasi Mhm. war, glaube ich, auch irgendwie, da bin ich dann irgendwie drüber gestolpert, ist irgendein See, glaube ich auch, den es tatsächlich irgendwo gibt. Also ich schaue dann immer, wenn ich dann auf ein Wort stoße, wenn ich so google, dann auch immer so, ja, gibt es das Wort überhaupt vielleicht schon, weil sonst release du irgendwas und dann weißt du gar nicht, was es für eine Bedeutung hat. So, kann sein, dass du da irgendwo so ein Fauxpas irgendwie machst oder so, ja, und dann gab es das auch zufällig, ja. Also es ist, ich glaube, ein See auch in China irgendwo. Ah, Ja, okay, okay, genau. okay. Ja, cool. Also bei mir ist es tatsächlich mal andersrum. Ich gebe den Songs relativ früh schon einen Namen und Ja, dann mache ich praktisch den Song so, dass er dem Namen irgendwie entspricht. Also es passiert mir relativ selten, dass ich ganz spät irgendwie draufkomme, wie der Song heißen soll. ja, Also von daher interessant. ja, ja. Aber sag mal so, wie du das machst, das hat natürlich den unschlagbaren Vorteil, dass du dich da jetzt nicht festkettest, ne, an irgendwas, sondern du machst den Ja, Song ja. und am Ende sagst du dir, was könnte der jetzt bedeuten? Das Ja, ist ja, schon voll, auch ein voll. guter Ja, Ansatz, weil man sich ja, dann kein Korsett gibt. Ne, wenn ja, man absolut. irgendwie, ja, Ja. das ist klar. Hast du schon mal dir Dolby Atmos angeguckt als eine Mixing-Technik? Ja, also ein bisschen, aber jetzt auch noch nicht im Detail. Also, was ich mir jetzt tatsächlich angeschaut habe, war, es gab auf einem Festival, wo ich mal war, in Thailand, auf dem Wonderfruit heißt es, nur als Besucher, genau. Die hatten eine Stage, die waren so im 360-Grad-Design konzipiert und die hatten quasi dann nicht links, rechts, die hatten dann wirklich 8 bis 16 Kanäle, die von allen Seiten. Und da gab es einen Künstler, der hieß B. Svensson, der hat dann da ein Live-Set gespielt, wo er dann extra für dieses Event quasi für alle Sounds nochmal neu irgendwie Kanälen zugewiesen hat, dass wenn du drin standest, von allen Seiten so ein bisschen unique Sounds und Sachen hattest. Also das war schon mega cool, ja. Das war, das hat mich sehr auch, also war ich schon wirklich baff. Ne? Also ich, Ja. ich habe jetzt tatsächlich einen Song in Atmos gemacht Mhm. und habe für mich entschieden, dass das The Way Forward ist, Mhm. weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, wie du die Sounds platzierst. Ne? Du kannst ja hinten, vorne, oben, unten, kannst die Ja, ja, rumwandern ja. lassen. Du kannst richtig gute Sachen machen. Und was mir persönlich sehr entgegenkommt, ist die Tatsache, dass du die ganzen Sachen auch nicht limiten und komprimieren kannst am Ende. Ja? Also so die Ja, klassische Geschichte, du sagst jetzt, ich komprimiere das jetzt alles auf 0 dB, ne? Ich hole da jetzt ja, raus, das darfst du in Atmos nicht. Ne? Das ist ja, schlicht und einfach verboten. Und dann bist du bei minus 18 Lufs, was natürlich jede Menge Headroom hat ja, nach oben. Und das ist richtig cool. Das ist so ein bisschen befreiend, muss ich sagen. Also ich habe dann tatsächlich für mich so empfunden, ach Mensch, das ist ja irgendwie geil. Also ich kann da ja, die Sachen ganz anders platzieren und ich muss mich nicht dahin quälen, dass jetzt alles irgendwie an die Decke knallt, ja, ja, vom Sound her. Das ja. ist schon cool, da musst du mal ausprobieren. Also Mhm. du hast ja jede Menge Songs, die sich da super dafür eignen würden. Ja. Das Das stimmt, ja. ist schon gut. Aber du hast gerade gesprochen von Live. Wie sieht denn dein Live-Setup aus? Ich habe in den Videos gesehen, du hast Ja. da so einen Tisch, so ein Flight Case, wo du DJ-Konsole drauf hast und so. Ist das auch dein Live-Set tatsächlich? Ja, DJ-Konsole jetzt nicht. Also es ist dann schon, also ich habe dann immer so meine Drum Machine dabei, TR8S.
Ja, mit Ableton live, ganz normal. Dann da so mein APC-Ding auch, wo ich dann so die Clips einzeln, also die Spuren von den Tracks und dann auch so ein paar Effekte gemappt auf den Fadern und den Keys. Ähm, und dann auch noch mein Keyboard. Das ist vom Live, so vom Spielen auch immer bei mir so, dass ich so versuche noch ein bisschen was hinzuzufügen zu den Sachen, die schon so sind, die Tracks, die normalerweise schon da sind, ja, mit den Stems und so weiter. Und dass ich da dann nochmal so ein bisschen mehr, also leistet sich ja auch immer eine Stunde oder 1,5 Stunden nur, dann da nochmal so ein bisschen mehr Uniqueness reinbringen. Aber mit der TR8 S in dem Fall kann man auch immer so eigene Samples draufladen, dann kann man dann noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr bei den Höhen auch so ein bisschen mehr Highs noch, ein bisschen mehr Drive reinbringen. Ich habe jetzt am Burning Man ja auch ein Live-Set gespielt für ein Camp, die mich eingeladen hatten. Ähm, also bei dem Festival in der Wüste in Nevada. Da habe ich zum Beispiel dann auch, weil eben natürlich alles mitnehmen, schwierig, also auch jetzt so was die Synthesizer angeht. Also einen Moog würde ich jetzt ungern so irgendwie weit mitnehmen wollen. Deswegen ist da schon so ein bisschen, je nachdem wo und wie, dann immer so ein bisschen leichteres Setup dann, ja. Aber ich denke, dass das so aktuell ganz gut fährt, aber ich habe auch noch Pläne, da so ein bisschen noch mehr, so ein bisschen, noch mehr Variation reinzubringen auch dann letztendlich, ja. Aber ich glaube, so die Kernessenz von dem Live-Set, auch von meinem Live-Set, ist so wirklich so, dass du nur deine eigenen Sachen spielst. Dass du halt wirklich nur, dass alles, was da rauskommt, die Stunde, jeder Sound, alles von dir selbst ausgesucht wurde. Und das ist für mich so das Allerwichtigste bei so einer Performance. Und ich würde mich jetzt nicht unbedingt darauf fokussieren, ob ich jetzt die Hi-Hat mit so einem Virtual Drum-Ding einspiele oder die Clap oder so, sondern da auch nochmal ein bisschen halt das Bestmögliche hervorzubringen mit den Mitteln, die man hat, einfach, ja. Und dann nochmal ein bisschen on top zu gehen, sozusagen, ja. Und dann, wenn die Breaks lang sind, zum Beispiel jetzt, weil die Spotify-tauglichen Tracks, die sind natürlich auch jetzt nicht unbedingt immer auch club-tauglich. Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat. Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt manche Tracks in einem riesigen Club oder Festival spielen. Manche dann eher schon. Und dann muss man da auch so eine gute Gratwanderung finden, eben auch so. Dass man dann in den Breaks, wenn dann keine Kickbass ist, dann vielleicht nochmal hier so ein paar Effekte oder nochmal eine Kickdown extra reinlayert oder sowas. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Jetzt hast du so im Nebensatz erwähnt, dass du auf dem Burning Man gespielt hast. Das ist natürlich, das muss ich jetzt schon noch ein bisschen hinterfragen. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast gesagt, die haben dich eingeladen, aber wie kam es dazu? Ja, es war sehr zufällig, wie viel ist in meinem Leben. Mir hat eines Tages einer geschrieben auf Instagram, der ist Soundtechniker und der hat Custom-Built Speaker, der baut die Boxen, der Soundingenieur von einem Camp auf dem Burning Man. Da gibt es ja da hunderte Camps oder so. Und das Camp heißt Bisous, also französisch für Kiss Camp. Und die sind quasi so aufgestellt, dass er jedes Jahr da alles aufbaut, auch positioniert mit den Speakern, einmisst. Also wirklich ist ein Setup, das besser ist als manche Clubs hier in München, wo ich gesehen habe. War mitten in der Wüste. Und der hat dann mir geschrieben, ja, hey, ich feiere deinen Sound total, auch von Spotify eben gekannt. Ich will dich nächstes Jahr bei uns da im Line-Up haben, habe mit dem Lead, mit dem Camp-Lead gesprochen und ja, wir wollen dich unbedingt da haben, ob das klappt. Und dann haben sie ja gemeint, ja, sie übernehmen das Camp, die Kosten natürlich für mich und meine Freundin. Und ja, also es war natürlich vollkommen verrückt. Also das Camp, das muss man dazu sagen, die haben halt ein Budget von 1 Million Dollar. Also es waren so 150, ja, im größten Teil Amis aus ja, so Silicon Valley-Umfeld. Auch ja, ein paar, die sehr, sehr viel Geld hatten.
Und die haben natürlich dann schon viel Budget und laden dann immer wieder ja auch deutsche Künstler, Produzenten oder allgemein DJs ein, jedes Jahr, wo sie halt sagen, ja, das ist krass, die müssen wir mal da haben. Die haben auch aus Berlin zum Beispiel Mira, ist auch eine sehr große Künstlerin, die auch weltweit spielt, eingeladen. Auch so sehr bekannte DJ. Und ja, dann waren wir da dann auf einmal mitten in der Wüste. Und dann kam noch irgendwie so einer von den Ex-Gründern von Google irgendwie vorbei und hat sich die Soundanlage angeschaut von dem, der mich eingeladen hat, weil er interessiert war, sowas auch für sich für zu Hause. Vollkommen verrückte Welt. Also das ist so, also was da an Persönlichkeiten so zwischen ja, halbnackten Menschen dann so rumtanzt, das ist natürlich schon so völlig absurd, ja. Also, Aber ist es tatsächlich also so, wie man sich das immer vorstellt? Ja. ja, also also Amerika ist einfach verrückt. Generell ja schon irgendwie ein bisschen, finde ich. Und dann Burning Man ist immer so, da kommt alles Craziness. Also die haben da eine Küche mitgeschleppt in die Wüste, irgendwie einen Barbecue-Grill. Wir hatten ein sechsköpfiges Küchenteam, die normalerweise in Restaurants irgendwie groß kochen. Wir hatten alles vor Ort. Das war also kein besserer Campingplatz, als man es in Deutschland kennt. So. Und ja, und die haben halt einfach auch dann so eine krasse Mentalität. Das ist bei denen eine ganz andere Mentalität. Die sind so wirklich, die sind ja so, die haben ja alle irgendwie 3, 4 Sachen gleichzeitig, die sie fahren, von den Karrieren und von den Bereichen, die sie machen. Und jeder ist so eine Self-Company irgendwie auch. Jeder hat so eine krasse Vision, so einen krassen Traum. Und jeder ist auch so gut vernetzt einfach auch irgendwie. Also das ist so eine ganz andere Kultur wie auch in Deutschland. Das haben auch meine Freundin und ich dann nochmal so im Nachhinein so mal so Revue passieren lassen. Wir waren dann auch nochmal in LA zu Besuch bei einem da in den Hollywood Hills dann für ein Abendessen. Also das ist ein ganz anderes Mindset einfach auch bei den Leuten. Also und wenn die dann auch über Musiker reden, so, das ist dann für die so, da ist dann so eine ganz andere Wahrnehmung und Wertschätzung auch oft irgendwie zu sehen für die Musik selber. Also es war für mich natürlich jetzt mega die gute Zeit da und auch mega die gute Promo für mich natürlich da spielen zu können. Dann auch noch halt eben ein Live-Set quasi. Ich habe ja nur Sachen gespielt, die noch nicht veröffentlicht waren. Also wirklich eine Stunde lang nur Sachen von mir, die du nie irgendwie hören kannst. Ja, das war Wie natürlich dann cool, schon. Ja. wie cool. Und hast du dann Ja. vorhandenes Equipment dort benutzt oder hast du denen gesagt, was du brauchst und die haben dir das dann hingestellt? Ja, also die haben ja einen Tisch hingestellt. Die hatten boxentechnisch ja alles vor Ort, also wirklich besseres Soundsystem, wie gesagt, ja. Und ich habe dann da ja mein Laptop mit Ableton hingestellt, das APC Launchpad sozusagen, die TH8 hatte ich dabei, das Keyboard auch und habe dann da einfach ja hier da Pipapo Sounds, Effekte und Übergänge, Transitions, also smooth. Die ganzen Tracks auch ein bisschen vorsortiert, so von den Tonarten und so weiter, immer so mixed in Key. Das ist auch gut zusammen. Ich habe da wirklich ewig dran geschraubt, weil gut, ich meine, so eine Einladung bekommt man nicht jede Woche. Und war für uns natürlich schon, war wahrscheinlich schon das Highlight so mittlerweile vom kompletten Musikding, denke ich mal, ja. Und wie viel Zeit hattest du von der Einladung, bis das dann Sehr stattgefunden viel hat? Weil du Zeit, gesagt sehr viel hast, du viel Zeit. Zeit gehabt, okay. Also 8, 9 Monate, 8, 9 Ah, Monate, okay, ja, ja, ja. okay. Die sind da immer schon sehr früh im Plan auch und Also da hattest genügend Zeit, ja, da ja, zu ja. schrauben und das alles vorzubereiten. Die, Das ist ja cool. die kommen da ja mit LKWs teilweise aufs Gelände schon und die planen da das ganze Jahr. Das ist ja völlig, also die Logistik da ist völlig krank. Ja. Amerikaner halt. Ja. Ähm, was hast du denn aktuell für Projekte am Start? Also aktuell großes Projekt natürlich Album. Es sind aktuell so 12 Tracks schon, sind so angewachsen, die ich dann nächstes Jahr, Januar, Februar rausbringen werde.
auch mit Sängern zum Teil. Ich habe jetzt so 4, 5 Sänger auch in Kollaboration. Geht so ein bisschen mehr in die, ja, ein bisschen mehr so in die Melodic-Schiene, würde ich sagen. Ein bisschen weg von diesem Ethnic Soundscape, würde ich sagen. Habe auch sehr viel auch wieder recorded mit den Synthesizern, also mit dem Rev 2 vor allem. Geht auch sehr viel so um Sachen, die mich einfach berühren auch. Ja. Also so Chords und Progressions etc. Einfach so, um so Emotions zu transportieren hauptsächlich. Ja. Das war mir sehr wichtig mit dem Album jetzt. Ja. Und da bin ich jetzt auch gerade sehr viel am Tun und Schaffen. Da ist man ja mit dem Track teilweise irgendwie, da passt das nicht. Also ich sitze teilweise dann ja, über 30 Stunden an der Nummer mit 30 Versionen, dann kürzeres Intro, längeres Intro, Extended Version, kurze Version für Spotify. Dann, wie gesagt, bei dem Mixing-Engineer, wo ich jetzt war, nochmal alles zurechtmixen, da mit den Vocals von den Sängern. Also das ist halt so ein Arbeitsaufwand, einfach da zu einem Resultat zu kommen, wo du sagst, okay, ich bin happy damit. Und dass es dann auch noch so kompetitiv irgendwie auf einer Ebene ist, im Vergleich zu was draußen ist. Ja, ist auf jeden Fall sehr tough. Also das ist so ein klassisches Künstlerleben auch, so ein bisschen mit Self-Doubt und so ein bisschen dieses, so ja, ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Dann mal liegen lassen, wieder reinhören, ja, okay, ist es doch gut. Und das ist dann immer auch schon so ein bisschen so ein Kampf, aber das macht ja auch Künstler so ein bisschen aus, so dieses Zerbrechliche, glaube ich, so dieses, ja, wenn ein Künstler ja irgendwie so total selbst überzeugt an die Sache rangeht und von sich selbst so ein riesen Ego hat und dann meint, das ist es jetzt, dann kann es ja eigentlich gar nichts werden, weil dann würdest du ja jeden Sound, den du irgendwie machst, irgendwie hochloben und dich nie selbst hinterfragen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Eigenschaft, um auch als Produzent da voranzukommen, dass man wirklich da auch sehr selbstkritisch ist und sich selbst oft hinterfragt einfach, ja. Und auch vom Mixing her, also hier allein schon das Mixing hier in dem Raum ist jetzt schwierig, weil ich bin ja erst umgezogen nach Zürich jetzt vor einem halben Jahr. Dann nochmal die Einmessung machen neu mit Sonarworks, dann mit Virtual Mixing Rooms dann teilweise auch mal probiert von Waves, ist auch ein mega cooles Plugin, was ich oft verwende, von diesen Germano Studios heißt es. Da kannst du dann quasi so interaktiv mit den Headphones, kannst du dann simulieren, dass du quasi angepasst mit der EQ-Kurve von den Headphones, dass du dann in diesem Raum drin bist. Also gibt es ja diese ganzen bekannten Abbey-Studio-Räume oder diesen einen Germano. Und dann nochmal quasi auf einem NS10-Speaker dann nochmal quasi dann den Mix gegenchecken kannst und so. Also da kann man sich wirklich verlieren, ja. Irgendwann fängst du dann an, auf dem Laptop die Sachen, auf dem MacBook die Sachen abzuwischen, weil weil du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Ja, dann merkst du auf einmal, okay, eigentlich, wenn es auf dem MacBook gut klingt, dann klingt es überall gut. Deswegen, dann bist du dann wieder da angekommen. Ja. Also es ist, Das ist aber so, ne? Weil ja, am ja, Ende ja, muss man sich ja dann auch immer denken, okay, also 99% der Leute, die meine Musik hören, die hören das auf einem iPhone ja, an. Wenn du ja, Glück hast mit AirPods. ja, Ja. Und, und man macht sich dann ja, das echt ist verrückt. Ja, Wahnsinnskopf ja, bei ja, den Geschichten. ja. Und das ist schon krass, ne? Da hast du recht. Also ich nutze auch Sonarworks. Ich habe hier diese Audio-Technica und dann habe ich mir noch neulich die Neumann NDH 20 gegönnt für die Dolby Atmos Geschichte, Ah ja, ja. weil die ein Plugin haben, mit dem du dann praktisch, ist genau an den Kopfhörer angepasst. Trotzdem klingt es natürlich überall irgendwie doch wieder unterschiedlich. Also Ja, das da, stimmt. ich finde, man muss dann irgendwann auch mal einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, Ja, so ist es jetzt. so ist es jetzt einfach. Ja. Ja. Weil, und es ist ja egal, wie toll du das machst, dann sitzt du irgendwie und hörst dir den Song in 5 Wochen an und sagst, oh Mist, aber eigentlich hätte man, ne, da hätte man jetzt irgendwie die Bassdrum noch ein bisschen. Das kommt dann, ja. Aber nur Das, du hörst es, ne? Alle anderen ja, hören das nicht. ja, aber das kommt dann immer so, wenn man es released, ein halbes Jahr danach auf Spotify, Genau. du hörst die Nummer rein und so,
was war da los? So, der ist einfach ganz klar zu laut, der Sound 3 Dezibel, und du kannst es halt nicht mehr ändern. Dann bist du so, ja, verdammt. Und das habe ich bei den Nummern, die dann richtig gut laufen, nicht. Da bin ich auch, wenn ich es jetzt noch anhöre, kann ich sicher sagen, so, hey, ich würde nichts dran ändern. Ich würde nichts dran ändern, ja. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, deswegen lasse ich die Nummern auch immer dann sehr lange liegen. Mal so eine Woche jetzt auch beim Album eine Woche lang gar nichts hören und dann mal auf der Couch irgendwie reinhören im Handy und dann fallen dir ganz andere Sachen auf wieder vor. So. Also es ist immer ganz wichtig, finde ich, so Sachen auch mal liegen zu lassen dann. Ne? Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, ja, den kann ich Ja, unterschreiben. ja. Man wird ja irgendwann auch betriebsblind, ne? Oder Ja, 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 betriebstaub ja. in dem Zusammenhang, und das ist sicher gut, wenn man das liegen lässt. Ähm, ja, Mensch, jetzt ist eine Stunde vorbei. Es war extrem kurzweilig, Stefan. Ja, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. ja, mir auch. Ja, danke für die Einladung. Ja. Und ganz tolle neue Dinge erfahren, Burning Man, und das ist unglaublich. Also Ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen den Rahmen gesprengt, jetzt von Synths hin zu. Ja. Aber ja, du hast den Rahmen gar nicht gesprengt. Das ist ja der ganze Sinn von so ja, einem voll, Podcast, voll. ja, Ja. dass man da ein bisschen erfährt von dir. Ja, super. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich freue mich dann auch, wenn ihr alle euch das anschaut und ganz viele Likes und Abos da lasst auf meinem Kanal. Und bis dahin, bleibt sauber, macht Musik. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.